Hallo zusammen, ich bin die Miriam und in diesem Video zeige ich dir Praxistipps aus über 20 Jahren Erfahrung mit dem Brotbackautomat. Los geht's! Befüll die Brotbackautomatenform immer außerhalb vom Automaten. Problem dabei ist nämlich, wenn was daneben fällt, ob das jetzt Mehl ist oder je nach Zutat, landet es auf den Heizstäben und später, wenn der Automat backt, riecht es natürlich sehr, sehr unangenehm und je nach Zutat brennt sich das einfach in die Heizstäbe ein. Keine gute Idee. Ich weiß, ich habe selber schon in den Videos als mal gezeigt, das sieht natürlich super easy peasy aus. Zutaten einfüllen, Knöpfchen drücken, wenn die Backform im Automaten ist. Aber meine Empfehlung und deshalb guter Tipp, immer außerhalb die Backform befüllen. Der Messlöffel. Ich habe jetzt hier echt 3 verschiedene. Und hier ist es wirklich so, dass du genau schauen solltest, wo diese Markierung ist. Hier am Beispiel von dem siehst du genau, dass hier wirklich voll ist und nicht randvoll, halb, Viertel. Es ist natürlich echt gerade so bei Hefe und Salz natürlich ein Riesenunterschied. Wenn da steht ein Teelöffel, dann ist der nicht gestrichen voll, außer ich sag's jetzt dazu. Aber ansonsten ist tatsächlich das gemeint. Hier macht es vielleicht auch Sinn, die einfach mal vorher zu kalibrieren, indem du, wenn du die Möglichkeit hast, mit so einer Feinwaage das einfach mal vorher gerade abwiegst und dann eben auch schauen kannst, wo ist hier meine Markierung und wo passt das. Sonst kann es dir natürlich schnell passieren, dass du da überdosierst oder unterdosierst. Jetzt geht es darum, was kommt denn zuerst in die Brotbackautomatenform? Erst die flüssigen Zutaten oder erst die festen Zutaten? Das ist eine der Top 3 Fragen, wenn es sich immer um Brotbackautomaten dreht. Hier ist es einfach so, dass der Hersteller von deinem Gerät, also die Marke und das Modell, dir einfach eine Empfehlung abgibt. Ich fülle sehr häufig die festen Zutaten, also Mehl, zuerst in die Backform und gebe dann die flüssigen Zutaten dazu. Das macht für mich Sinn, vor allem wenn ich auch schwerere Teige habe. Dadurch werden die viel, viel schöner einfach ausgeknetet, verknetet, vermischt. Die flüssigen Zutaten gebe ich eigentlich nur zuerst in die Backform, wenn ich mit einem Timer arbeite. Timer bedeutet in dem Fall nichts anderes, wie ich kann im Voraus programmieren, dass der Automat erst in ein paar Stunden beginnt zu kneten. Und da möchte ich natürlich nicht, dass schon die Zutaten so weitestgehend vermischt sind. Deshalb gebe ich da entweder die flüssigen Zutaten zuerst in die Backform und mache dann die festen obendrauf. Aber wie immer wäre jetzt mein Tipp, mach dich da nicht verrückt, probier es doch einfach aus und wenn du siehst, dass dein Automat dann dementsprechend den Teig nicht so schön vermischt, verknetet, sodass so viel in den Ecken noch hängt, dann variier einfach und probier es einfach mal andersrum. Teig beobachten. Was ist damit gemeint? Die Mehle, je nach Qualität, nehmen natürlich unterschiedlich viel Flüssigkeit auf. Deshalb mein Tipp: Schütt nie die ganze Menge Flüssigkeit wie angegeben im Rezept dazu und halte immer so 10, 20, 30 Milliliter einfach erstmal zurück. Dann kontrolliere den Teig. Wenn er zu trocken ist, kannst du natürlich locker noch ein bisschen Flüssigkeit nachschütten. Andersrum finde ich es immer ein bisschen komplizierter. In dem Moment, wo der Teig zu weich ist, müsstest du jetzt Mehl nachschütten, damit er eben diese Festigkeit, die Konsistenz bekommt, die du gerne wünschst. Hier ist es aber so, dass natürlich dann die ganzen anderen Parameter wie Salz, Zucker etc. eben nicht mehr stimmen. Deshalb ist es so rum natürlich viel geschickter, ein bisschen Flüssigkeit zurückzuhalten und die erst später dazu zu geben. Nächster Tipp: Teigschaber. Praktische Sache, weil wenn du keine so Mehlnester, Mehlecken an deinem Brot haben willst, der Knethaken kommt natürlich nicht bis an die Ecken ran und oftmals bleibt so, dass dann dementsprechend ein bisschen Mehl in den Ecken hängen bleibt. Das kannst du natürlich prima umgehen, indem du mit so einem Teigschaber die Ecken schön auskratzt.
selbstredend, dass diese weich sein sollen. Du darfst nie mit was Festem, Spitzen, Harten in diese Backform rein, sonst würdest du einfach die Beschichtung zerkratzen. Knethaken entfernen. Wenn du bei deinem Teig bist und den betreust, dann kannst du natürlich nach dem letzten Knetgang optimalerweise auch den Knethaken entfernen. Das macht Sinn natürlich nach dem letzten Knetgang. Da brauche ich den nicht mehr, weil da tut der Automat nur noch eben den Teig aufgehen lassen und dann backen. Hier ist es auch so, je nach Modell und Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Bei den einen steht der Zeitpunkt in der Bedienungsanleitung drin. Einige Automaten haben sogar einen Signalton, um den dann zu entnehmen. Und ja, dritte Variante, einmal durchbacken und dir die Zeit notieren und dann kannst du den entfernen. Dazu bemehlst du am besten deine Hände ein bisschen oder je nach Teig kannst du es ja auch nass machen und dann lässt er sich ganz leicht da einfach rausholen. Sollte der Knethaken im Brot eingebacken sein, dann gibt es sowas wie einen Knethakenentferner und mit diesem Knethakenentferner kannst du eben diese Knethaken auch später aus dem Brot rausholen. Klar, hier ist einfach der Vorteil, wenn ich jetzt ständig neben dem Brotbackautomat stehe und eben den Teig beaufsichtige, dann backt er mit ein. Wobei ich jetzt sagen muss, die neueren Modelle, da ist wirklich die Beschichtung so schön vom Knethaken, dass der sogar in der Backform drin bleibt und nicht im Brot drin stecken bleibt. Hier werde ich bestimmt mal ein eigenes Video dazu machen, da es einfach das Top-Thema Nummer 1 ist bei Brotbackautomaten, das Loch im Brot. Damit du es gleich mit der Reinigung der Backform viel leichter hast, empfehle ich dir einfach, Wasser direkt nach dem Backen in die Backform ein bisschen einzufüllen, so dass einfach dieser Stift, dieser Pinnis so gerade mit dem Wasser bedeckt ist. Das Ganze so 10 Minuten einweichen lassen und danach lässt sich das ganz leicht auswischen. So verkrustet nichts, so wird es nicht hart. Wichtig hierbei ist auf alle Fälle, die Backform richtig trocknen zu lassen, weil ansonsten kann es dir passieren, dass vor allem die Antriebswelle unten einfach anfängt zu rosten. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp war jetzt für dich nützlich und hilfreich. Sollte ich jetzt aber noch einen entscheidenden Tipp vergessen haben oder dir fehlt was, schreib's mir einfach unten in die Kommentare rein. Und dann freue ich mich jetzt schon auf das nächste Video für euch. Bis dahin, back's an. Ciao, tschüss.